An diesem Morgen drang das sanfte Sonnenlicht durch den dünnen Nebel und erhellte die kalten, rostigen Bahngleise. Zwischen den grauen, scharfen Steinen kauerte ein winziger Welpe, sein Körper zitterte vor Kälte und Angst. Seine Mutter hatte es schon lange verlassen und das winzige Wesen der Einsamkeit und dem Pfeifen des Windes im Metall überlassen. Die Züge fuhren vorbei, die Räder knirschten auf den Schienen, jedes Geräusch ließ ihn zusammenzucken und erschaudern. Niemand weiß, wie lange er dort lag, nur dass sein Fell mit Schlamm bedeckt war und sein Atem schwach und dem Tode nahe war. Seine halbgeschlossenen Augen schienen die Welt um eine kleine Chance zum Leben anzuflehen. Am Anfang der Gleise führte ein Arbeiter namens Martin wie üblich seine morgendliche Inspektion der Bahnstrecke durch. Er hatte in seinem Leben schon vieles gesehen, aber dieses leise Stöhnen ließ ihn wie angewurzelt stehen bleiben. Martin lauschte nicht dem Wind, sondern dem unregelmäßigen Atem eines kleinen Wesens. Er bückte sich, schob mit seinen schwieligen Händen den Kies beiseite und fand den Hund regungslos daliegend, sein Körper war so klein wie seine Hand. »Mein Gott! Lebst du noch, Kleines?« flüsterte er, seine Augen zitterten leicht im warmen Atem. Das ferne Pfeifen eines Zuges hallte ohrenbetäubend wider und kündigte einen Zug an, der sich mit furchterregender Geschwindigkeit näherte. Ohne nachzudenken, stürmte er vorwärts, stolperte über Steine, schaffte es aber dennoch, den Hund vom Boden hochzuheben. Ein heißer Windstoß fegte vorbei, als der Zug mit hoher Geschwindigkeit vorwärts raste, wodurch er ins Wanken geriet und beinahe stürzte. Das Geräusch von Metall, Ölrauch und das Heulen des Windes in der Luft, nur er und der Hund in seinen zitternden Armen blieben zurück. Martin setzte sich auf den Boden und umarmte seinen Onkel fest, als hätte er Angst, sein gerade erst wiedererlangtes Leben zu verlieren. »Alles gut, Baby, alles gut. Du bist in Sicherheit«, sagte er mit heiserer Stimme, die von seiner schnellen Atmung klang. Der Hund blinzelte ihn an, seine trüben Augen spiegelten ein besorgtes, aber sanftes Gesicht wider. Er nahm seinen Mantel, wickelte ihn sich um und drückte ihn eng an seine Brust, um sich etwas zu wärmen. Als er zum Wachposten zurückkehrte, wischte Martin ihm den Schlamm ab und gab ihm ein paar Tropfen Wasser aus einem Plastikflaschenverschluss. Zum ersten Mal seit Tagen rührte er sich, seufzte und rollte sich in den Armen seines Menschen zusammen. Er beschloss, diesen kleinen Hund zu adoptieren und nannte ihn Lächeln. Von da an nahm Martin jeden Morgen noch immer die gleiche Zugstrecke, aber nicht mehr allein. Zu seinen Füßen lief Reh vergnügt umher, sein Schwanz wedelte sanft, ein Beweis für das Wunder der Güte.